Hi Leute, ich bin Lucia vom Fahrradgeschäft Konrad aus Frankfurt am Main bei der Eurobike 2023. Mit dabei ist der Tobi Grüß euch. und wir zeigen euch heute mal ein paar Modelle von der neuen Marke XGO, ähm, die in Deutschland auch produziert werden von großen Herstellern. Und denen ihre Aufgabe, Mission ist es, gutes Design kombiniert mit Preis-Leistung und All-Terrain bzw. sportlichem Einsatz. Und da haben wir welches Modell heute da? Das MT-E5. Und was genau hinter dem Namen steckt, das erklären wir euch gleich. Also mit den Bezeichnungen von den Modellen mag es vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kryptisch wirken, aber wenn man es auflöst, ist es eigentlich gar nicht so schwer. Also das M im Namen, das steht tatsächlich für Mountainbike und das seht ihr auch schon an der Bereifung. Das ist eigentlich schon ein Rad ein bisschen fürs Gröbere. Also ihr habt auch eine Santur Mobi drin, also eine Luftfedergabel, ist schon eher fürs Grobe ausgestattet. T, das heißt, das ist die Tour-Variante oder die Trekking-Variante, wie du möchtest. Heißt, sind Schutzbleche dran, ist Beleuchtung dran, ist ein Gepäckträger dran. Also ist halt schon so ein bisschen SUV-mäßig ausgelegt. I ist klar, ist halt ein E-Bike. Ne? Und 5, das steht so ein bisschen für die Hierarchie. Also 5 ist das höhere Modell oder das höchste eigentlich von den nicht vollgefederten. Und das sehen wir gleich an mehreren Features, dass wir hier wirklich so ein bisschen die Crème de la Crème der Trekking-Bikes haben. Ja, also es ist halt wirklich die Premium-Version von den XGO-Rädern, weil hier alles drin ist. Also wir haben hier Magura-Bremsen, vorne wie hinten 4 Kolben. Also das ist schon mal eine absolute Ansage an die Leute, die gut und ordentlich verzögern möchten. Richtig dicke Schwalbe Smart Sam Bereifung mit einer Skinwall-Optik. Wir haben das neue Bosch ABS-System. Das sieht man daran, dass das so ein kleines Kästchen noch ist. Ne? Und haben dann dementsprechend auch fette Bremsscheiben. Ne? Was sind das? 220er vorne. Ja, und hinten haben wir, glaube ich, die normalen 200er. 200er. Also was heißt normal? Das sind auch schon die großen. Ne? Wenn du schon gerade da hinten bist, was haben wir hinten Schönes an Schaltung? Das ist die neue Shimano Qs. Wird jetzt am allerliebsten tatsächlich bei allen Trekking-Bikes verbaut. Also ist auf den Markt gekommen und hat sich sofort durchgesetzt. Arbeitet auch mit dem Link-Light-Standard bei den Kassetten. Also wir haben eine 10-Gang Link-Light-Kassette. Der Kenner erkennt so ein bisschen dran, dass die so ein bisschen schraffiert ist. Die hier ist jetzt schon ein bisschen Probe gefahren, deshalb erkennt man es nicht mehr so gut. Ist halt ein großer Unterschied zu den Hyperglide-Kassetten. Hyperglide kracht richtig in den Gang rein, also ist sehr direkt. Linkglide geht so immer so ein bisschen sanfter und ihr habt so eine Viertelumdrehung, bis dann der Schaltvorgang abgeschlossen ist. Ist wesentlich schonender für den Antrieb und gerade wenn ein starker Motor verbaut ist, ist das eine wichtige Geschichte. Also nochmal, wir haben hier alles, was geht. Das heißt, hier darf auch die Sicherheit nicht fehlen. Rahmenschloss müsste ein Abus sein. Ja, Rahmenschloss von Abus ist mit dabei, wo ihr eure Schlosskette schön in den Bolzen hier mit den Bolzen reinstecken könnt. Ständer ist natürlich dran. Ja, ein ordentlicher Gepäckträger, Systemgepäckträger von MIG. Komplette STVZO Zulassung. Ja, was hat der hier zum Gepäckträger? 25 Kilo müsste haben, ne? Bitte? 25, Genau. 25 Kilo, ja. Ja, wir haben hier STVZO-Zulassung. System kann man auch anmachen hier, ja. Und sogar ein Fernlicht von der Marke Lightmove. Das heißt, wir haben hier wirklich eine ordentliche Ausstattung, wo wir halt schon nichts mehr großartig nachrüsten müssten. Ne? Genau, der Akku, der jetzt leider leer ist halt ein absolutes Gerät. Ne? Da haben wir nämlich den ganz großen drin, den 750 Wattstunden Akku. Und zudem passt auch nur ein Motor. Ja, der Bosch Performance Line CX mit 85 Newtonmeter, der neuesten Generation in der Smart-Version. Akku ist noch entnehmbar, auch immer wichtig für viele Leute. Also das Rad strotzt einfach vor Superlativen. Es gibt kaum Räder, die noch großartig da draufsetzen. Wir haben hier eine absenkbare Sattelstütze. Muss mal gucken, ob das bei dem Demorad hier funktioniert. Ich habe es jetzt eben nicht funktioniert. Ja, geht. Also coole Sache, breiter, schöner, komfortabler Sattel, absenkbare Sattelstütze. Dann klar Schutzbleche, Kiox 300 Display hier. Ne? Das heißt, ich kann mich hier navigieren und kann auch schnell ein anderes Display dran machen. Das heißt,
Clip Club, kann ich zum Beispiel das neue Kiox 500 dran machen oder ein Smartphone Hub. Ne? Verstellbarer Vorbau ist auch natürlich dabei, dass ich mir den Winkel so einstellen kann, wie ich es gerne hätte. Ein gekröpfter Lenker mit einem guten Backsweep, ne? Dass ich halt auch schön hier nicht nur mir den Lenker zu mir stelle, sondern dass ich auch noch so leicht angewinkelt bin, dass für meine Schulter das ein bisschen angenehmer ist. Ne? Also an dem Rad gibt es eigentlich nichts, wo noch fehlt. Ne? Also es ist, dann haben wir noch einen Preispunkt, der, Tobi? Ja, also 4.699 € für so ein absolutes High-End-SUV-Trekking-Bike. Ich glaube, heutzutage können wir da richtig zufrieden mit sein. Das ist ein Preispunkt, also schwierig zu erreichen bei so einer Qualität. Sind wir richtig zufrieden mit. Das Rad wird auch in mehreren Varianten ausgeliefert werden. Wir haben jetzt so ein bisschen Grau-Blauton, offiziell heißt es Ashen. Sieht auch tatsächlich so ein bisschen aus wie Asche tatsächlich. Gibt es auch in Cinder Black, das wäre so die Variante, wie wir es bei dem Rahmen nebendran sehen. Ist jetzt zwar ein anderes Modell, aber die Farbe und der Rahmen wäre dann quasi die Alternative. Also ihr bekommt es auch als Diamantrahmen und in dieser schwarzen Farbe. Was ich auch noch ganz cool finde, ist ja eine neue Rahmenplattform so ein bisschen wegen dem 750er. Wir haben hier diese Anschlüsse, wo man ein Schloss dran machen kann, Frontloader oder einen Flaschenhalter. Ne? Und auch eine feine Geschichte, was viele gut wahrscheinlich mögen werden, ist hier der Griff. Ich kann das Ding ordentlich, kann ich da zulangen, kann mir das auf den Fahrradträger draufstellen oder in die Bahn reinstellen. Ja, ordentliche Luftfedergabel mit Verbindungssteifen, 34er Rohren. Also das Rad für knappe über 4.500 oder weit unter 5.000 €. Also ist schon Bombe, oder? Das ist super. Also das ist wirklich super. Und dann auch noch in mehreren Farben, wie Tobi schon gesagt hat. Für die Leute, die ein bisschen Farbe haben wollen, halt dieses Ash, oder? Ashen, ja. Ashen oder halt das Schwarz, Black. Ne? Ja. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ne? Auch hier Preispunkt, ob ihr das auch so cool findet oder das sagt, ja komm, ist okay. Also wir finden es echt stark, weil es gibt viele Räder, die kosten deutlich mehr und haben weniger Ausstattung. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video von der Eurobike und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Ciao.